Hallo, ich bin Konstantin. Hier in Homburg-Saar startet die längste S-Bahn-Strecke Deutschlands. Und wir fahren sie jetzt. Los geht's! Und da fährt sie auch schon ein, die S1 der S-Bahn Rhein-Neckar in Richtung Osterburg. Ja, das scheint sie schon zu sein. Und die Strecke ist nicht ohne Grund die längste S-Bahn-Linie Deutschlands. 202 Kilometer ist die Strecke lang. Von Homburg geht es jetzt gleich über Kaiserslautern, Neustadt an der Weinstraße, Ludwigshafen, Mannheim, Heidelberg, Eberbach und Mosbach bis nach Osterburgen. Das sind insgesamt 4 verschiedene Bundesländer. Ich bin ehrlich gesagt schon gespannt, wie ich das aushalten werde, weil das echt eine lange Fahrt ist und natürlich diese S-Bahn-Sitze sind, halt wie so S-Bahn-Sitze, obwohl die jetzt hier, sage ich mal, bequemer sind als andere, die ich auch kenne, zum Beispiel aus Frankfurt oder Stuttgart. Aber das ist schon eine harte Nummer, die ganze Strecke hier mitzufahren, weil dafür ist natürlich nicht ausgelegt. Und der zweite Punkt, den ich habe, ist, klappt das heute mit dem Wetter? Denn gestern sind in Norddeutschland, also da, wo ich das aufnehme, fast alle Fernzüge ausgefallen wegen des Winterwetters. Und dieses Winterwetter soll ausgerechnet jetzt, heute hier runterkommen in den Südwesten nach Süddeutschland. Und das bedeutet, das könnte mir hier alles einen Strich durch die Rechnung machen in Hinsicht der Züge. Aber gerade ist es so, dass es einfach nur ein bisschen schneit und das sollte erstmal nicht das Riesenproblem sein. Liebe Fahrgäste, herzlich willkommen in der S1 nach Osterburgen über Landstuhl, Kaiserslautern Hauptbahnhof und Hochspeyer. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Oh, das ist ja nett. Dann geht's jetzt mal los. In 3,5 Stunden soll ich dann in Osterburgen sein. Und wir sind jetzt übrigens angekommen im Bundesland Nummer 2. Also wir waren gerade im Saarland und jetzt sind wir in Rheinland-Pfalz. Wir kommen jetzt hier nach Kaiserslautern und der Ort ist natürlich hier für mich ein kleines bisschen Trauma, wenn ihr hier ein ganz kurzer Ausschnitt. Panik los! Nee! Und da muss ich sagen, da bin ich doch jetzt richtig froh, dass ich hier schon in der S-Bahn drin sitze. Weil, also ich habe das Gefühl, dass ich spüre es immer noch in den Beinen. Also hier Kaiserslautern ist dann eine größere Stadt, wo hier dieser Zug hält. Liebe Fahrgäste, herzlich willkommen in der S1 nach Osterburgen über Neustadt-Weinstraße Hauptbahnhof. Und die Strecke, auf der wir jetzt gerade fahren, heißt übrigens Pfälzische Ludwigsbahn, benannt nach Ludwig, König von Bayern. Die Pfalz hat damals dazu gehört. Wer hätte gedacht, dass Frankenstein und seine Monster hier wohnen, in der Pfalz? Man kann es auf der Aufnahme wahrscheinlich nicht so gut erkennen, aber es schneit jetzt ganz schön, aber man kann es auch sehen, da Schnee bleibt liegen. Jetzt sind wir natürlich auch mitten im Pfälzerwald, also ein bisschen den Berg hochgefahren und klar ist es hier höher und hier bleibt der Schnee dann auch liegen. Und ich hoffe mal, dass das nicht zu Riesenprobleme heute auf meiner Strecke führt. Die Aussicht auf den Pfälzerwald hier ist ja besonders schön. Mal da. Da haben sie eine besonders schöne Lärmschutzwand gebaut. Mehr Lärmschutz. Also die Pfälzische Ludwigsbahn. Eine relativ alte Strecke, fertiggestellt bereits 1849. Immerhin wollte man damit Kohle aus der Saarregion an den Rhein bringen. Wirtschaftlich also sehr wichtig. Sie hat deswegen auch wirklich maßgeblich dazu beigetragen, dass die Pfalz und das Saarland im 19. Jahrhundert industrialisiert wurden. Hier in Neustadt an der Weinstraße gibt es übrigens auch so eine Museumsbahn, das Kuckucksbähnle. Auch ganz spannend, aber hier und einem Museum. Also das heißt,
vielleicht auch mal spannend, nur hierher zu gehen und sich das mal anzuschauen. Aber ihr könnt das ja mal machen. Oder ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet oder ob ihr das für eine gute Idee haltet oder ob ihr schon mal hier wart. Jetzt sind wir raus aus dem Pfälzerwald gekommen und kommen jetzt hier sozusagen in den Oberrheingraben, wo es hier jetzt deutlich flacher ist, kann man jetzt eigentlich auch schon sehen. Und das bedeutet, wir machen uns in großen Schritten auf den Weg nach Ludwigshafen. Nächste Station, Haßloch. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Und wenn ihr irgendwelche Produkte mal testen wollt, dann ist hier, glaube ich, in Haßloch genau der richtige Ort dafür. Übrigens, also das natürlich mit dem Produkte-Testen ist schon lange vorbei. Also 21 wurde das hier beendet, dieser Testmarkt der GfK. Hier in Ludwigshafen wird gerade viel gebaut. Ich sag's mal so, ich glaube, wir wollen das Image loswerden der hässlichsten Stadt Deutschlands. Offiziell, die hässlichste Stadt Deutschlands ist, Ludwigshafen! Auf jeden Fall tun sie was dagegen, was ja nicht ganz gut ist. Ihr könnt ja mal sagen, ob das geklappt hat. Und jetzt geht's gleich über den Rhein ins nächste Bundesland, nämlich in dem Fall dann sogar schon Bundesland Nummer 3, durch das diese S-Bahn-Linie hier fährt. Und dieses Bundesland ist Baden-Württemberg. Und hier in meinem Hauptbahnhof kann man von der längsten S-Bahn-Linie in die längste Straßenbahnlinie Deutschlands umsteigen. Da gibt es übrigens ein Video, findet ihr hier oben. Ach ja, das ist auch eine schöne Überraschung, weil man jetzt hier gerade auf der Fahrt ist und ein neues Video macht und jetzt gerade die 6000 Abonnenten überschreitet. Vielen, vielen Dank, dass ihr abonniert habt. Das kommt sehr viel vom ersten S-Bahn-Video und hier ist das zweite. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt richtig abonniert. Und hier fährt diese längste S-Bahn-Linie auch zufällig auf der gleichen Strecke wie die längste S-Bahn-Strecke oder längste S-Bahn-Verbindung, die man in Deutschland fahren kann. Da bin ich nämlich auch hier lang gefahren, aber in die andere Richtung. Das Video, das findet ihr hier. Ausstieg in Fahrtrichtung. Herzlich willkommen in der S1 nach Osterbogen über Heidelberg-Altstadt. Also jetzt fahren wir hier durchs Neckartal auf der Neckartalbahn. Übrigens lustiger Fun-Fact zur Neckartalbahn. Damals, als sie gebaut wurde, haben sie nicht komplett am Neckar entlang gebaut, sondern sind dann so ein bisschen abgebogen in den Odenwald rein und dann über Acklersterhausen, weil sie nämlich nicht die Bahnstrecke erstmal nicht durch Hessen bauen wollte. Erst später ist es dazu gekommen. Wir fahren jetzt auch die Strecke, die durch Hessen geht, was dazu führt, dass wir nachher das 4. Bundesland haben, durch das diese S-Bahn fährt. Aber tatsächlich wollten hier die Badener, die diese Strecke gebaut haben und auch bezahlt haben, nicht einfach den Hessen so eine kleine Bahnstrecke schenken. Liebe Fahrgäste, wir erreichen in wenigen Hier kann man übrigens oben ziemlich gut sehen, wo die Grenze des Schneefalls ist oder wo die 0-Grad-Grenze ist. Wir sind unterhalb davon, was aber für unsere Vorhaben heute nur gut sein kann. Das bedeutet nämlich, dass die Züge fahren und der ist auch immer noch super pünktlich. Also kann man sich gerade überhaupt nicht beschweren. Alles läuft am Schnürchen bei dieser S1 von Homburg-Saar nach Osterbogen. Und jetzt gerade im wirklich
auch im Winter malerischen Neckartal. So, jetzt kommen wir gleich nach Neckarsteinach. Wer hätte gedacht, dass Neckarsteinach ein Ort in Hessen ist? Und da fahren wir jetzt rein. Ganz kurz fahren wir nur durch Hessen. Das ist dann das 4. Bundesland, durch das diese längste S-Bahn-Linie Deutschlands führt. Kleiner Funfact, wenn ihr Lust habt, mal sowas euch zu merken für irgendwelche Pub-Quiz, dann könnt ihr sagen, ja, der Neckar fließt durch Hessen. Gleichzeitig fließt der Main aber auch durch Baden-Württemberg, das ist weiter oben. Hier fließt der Neckar durch Hessen. So, jetzt Moosbach-Neckar-Elz und ab hier wird das Neckartal wieder verlassen, weil jetzt geht es dann weiter durch den Odenwald durch in Richtung Osterburgen. Jetzt fahren wir hier gerade an der schönen Elz entlang und haben den Neckar verlassen. In ungefähr 25 Minuten sind wir auch in Osterburgen. Und was euch sicher fragt ist, wie geht's mir, nachdem ich hier 3 Stunden gesessen habe? Ehrlich gesagt muss ich sagen, dass diese Sitze hier echt okay sind. Also ich kenne schlimmere S-Bahnen als das hier. Hier kann man eigentlich sitzen. So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Gleich sind wir in Osterburgen angekommen. Das war jetzt schon echt eine lange Fahrt. 202 Kilometer, insgesamt 3 Stunden 40. Von Homburg-Saar bis hier nach Osterburgen mit der längsten S-Bahn-Linie Deutschlands durch 4 Bundesländer insgesamt. Und bevor wir gleich ankommen, diese Reisen hier kosten Geld. Und die Werbung bei YouTube deckt das nicht gut genug. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr Kanalmitglieder werden würdet und mich unterstützt. Es gibt da exklusive Videos, auch vom heutigen Tag. Den Director's Cut mit einer weiteren Linie der Superlative, die es nur in dem exklusiven Video gibt. Viel Spaß! Boah, ich habe es geschafft. Jetzt bin ich hier in Osterburgen angekommen mit dieser S-Bahn, die mich hier ganz wunderbar hingefahren hat. Jetzt steht es auch schon wieder dran, dass sie nach Homburg-Saar zurückfährt. Und ich habe es geschafft. Mit der S-Bahn bin ich gekommen. Das ist die längste S-Bahn-Linie Deutschlands. Und hier endet sie in Osterburgen. Tschüss!